Im Laufe der Designentwicklung erstellt und verwendet der Anwender viele nützliche Fertigungsdaten, wie zum Beispiel Gerber, Fotodata, Drilldata oder aber auch IPC. Auch Pick and Place sind Stücklisten. Diese müssen immer wieder einzeln aufgerufen und erstellt werden. Um das alles zu vereinfachen, ist es ab sofort möglich, wie schon im Classic Jetzt, einen Batch-Prozess, der alles auf einmal erstellt, zu definieren und auszuführen. Hier sehen wir zum Beispiel das Batch-Prozess-Fenster. Alle Einstellungen, die wir in diesem Fenster tätigen, können exportiert und wieder importiert werden. Somit können andere Anwender diesen Batch-Prozess ohne Probleme ausführen. Hier oben haben wir unsere Ausgabeordner, dort werden alle Fertigungsdaten abgelegt. Es gibt insgesamt 12 unterschiedliche Fertigungsdaten, die wir exportieren können. Jedes dieser Fertigungsdaten benötigt ein Parameterfile. Dort sind wiederum alle Einstellungen nur für dieses Format festgelegt. Diese Parameterfiles wurden vom Anwender schon für die einzelnen Ausführungen definiert. Somit müssen diese hier nur noch ausgewählt werden. Des Weiteren legen wir noch den Ausgabenamen fest für die einzelnen Fertigungsdaten. Außerdem können wir die Fertigungsdaten mit variantbehafteter Information ausgeben. Dafür können wir einfach die gewünschte Variante in der Variantenspalte auswählen. Über add-row und delete-row können wir eine weitere Zeile hinzufügen und dort die Fertigungsdaten auswählen. Zum Schluss können wir über die Option bestimmen, in welchem Format die Pick-and-Place-Liste und die Parts-Liste exportiert werden soll. Und wenn alle relevanten Einstellungen getätigt worden sind, können wir den Batch-Prozess ausführen. Sobald der Batch-Prozess durchgelaufen ist, bekommen wir eine Ergebnisanzeige. Hier sehen wir für jede Zeile bzw. für jede Fertigungsdatei einen Bericht. Es wird sehr detailliert aufgelistet, was abgelaufen ist. Und sollte vielleicht auch irgendwas nicht so laufen, wie es gewünscht war, dann wird das alles sehr genau aufgelistet. Jetzt schauen wir noch einmal in unser Ausgabeverzeichnis rein und sehen dort unsere gewünschten Fertigungsdaten. Außerdem haben wir eine weitere Neuerung, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen wollen. Um die Pfade oder auch den Namen nicht vollständig ausschreiben zu müssen, können wir die sogenannten globalen Variablen von eCaster nutzen. Es gibt einmal die Variable db-dir-path für den aktuellen Designpfad und es gibt eine Variable db-name mit dem aktuellen Designnamen. Diese beiden Variablen können wir anstelle unseres Pfades bzw. des Ausgabenamens eintragen. Dafür löschen wir zum Beispiel den ersten Teil des Pfades bis zum bestimmten Ordner und setzen stattdessen die Variable ein. Bei dem Namen setzen wir die Variable einfach nur hinten dran. Somit haben wir dann in unserem Fall den Namen der Fertigungsdatei plus den Namen des Designs, damit es besser zugeordnet werden kann. Und damit wir das alles hier jetzt nicht von Hand setzen müssen, haben wir da schon was vorbereitet und laden die fertige Einstellungsdatei einfach nach. Wie wir sehen können, wurden alle Pfade und Namen mit den globalen Variablen ersetzt. Jetzt können wir einfach auf Ausführen drücken und warten unsere Ergebnisanzeige ab. Wir sehen, dass alles erfolgreich geschrieben wurde, bis auf ein paar Warnings. Jetzt gehen wir in unser Ausgabeverzeichnis. Das ist diesmal da, wo das Design liegt, und wir sehen dort unseren Ordner, wo die Fertigungsdateien abgelegt wurden.